Lisa lernt Julio auf einer Studierendenparty kennen. Da ist sie 21, er 20 und Austauschstudent aus Argentinien. Zusammen verbringen sie den Abend und die Nacht. Ein paar Tage später fliegt er zurück nach Argentinien und der Kontakt bricht ab. 6 Wochen später weiß Lisa, dass sie schwanger ist. Lisa hat sich für ihr Kind entschieden. Freddy ist jetzt 2 Jahre alt. Sie dachte, mit all der Unterstützung, die es in Deutschland gibt, Kindergeld, BAföG, Kindergeldzuschlag, Kita-Platzgarantie, würde sie es schaffen. Lisa fand es immer normal, eine junge Mutter zu sein, denn auch ihre Mutter war jung, als sie Lisa bekommen hat. Mittlerweile hat Lisa erfahren, was es bedeutet, alleinerziehend zu sein. Ihre Familie kann nur wenig helfen, da sie weit weg wohnt. Die Unikita hat wegen Krankheit und Mangel an ErzieherInnen oft geschlossen. Dann sitzt sie immer wieder mit dem schlafenden Freddy in der Vorlesung und bis spät nachts an ihrer Hausarbeit für die Uni. Am nächsten Morgen wird Freddy oft schon vor 6 Uhr wach und will spielen. Lisa ist an der Belastungsgrenze. Heute bekommt Lisa 2 gute Nachrichten. Die erste kommt per E-Mail von ihrer Professorin. Ein Lob für die herausragende Hausarbeit, ob sie sich auf eine Stelle bewerben möchte. Sie will, aber schafft sie das? Die zweite kommt beim Blick auf ihren Kontoauszug. Der Kindergeldzuschlag wurde endlich überwiesen. In den letzten Wochen ist sie in den Dispo gerutscht. Sie musste immer wieder mit dem Sachbearbeiter vom Amt schreiben und zahlreiche Dokumente nachreichen. Auch das hat sie viel Energie und Zeit gekostet. Immer wenn das Geld nicht reicht, denkt sie sich für Freddy und ihre Freundinnen Ausreden aus. Für Freddy, warum sie oft zu Hause bleiben, und für ihre Freundinnen, warum sie nichts gemeinsam unternehmen. Sie glaubt, dass nur wenige Menschen um sie herum verstehen, dass fast alles, was sie tun, mit Geld verbunden ist. Sie will sich nicht für ihre Situation rechtfertigen, also lässt sie sich Ausreden einfallen. Auch das kostet Lisa viel Kraft. Jetzt kann sie aber etwas aufatmen, wenigstens für den Moment. 6 Monate später glaubt Lisa, wieder schwanger zu sein. Der Besuch bei der Frauenärztin gibt ihr Gewissheit. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie ist frisch in einer Beziehung mit Theo, ihrem neuen Freund. Aber auch er ist Student und hat nicht viel Geld. Vor kurzem hat sie ihren neuen Job angefangen und endlich das Gefühl, besser zurechtzukommen. Die ersten 2 Jahre mit Freddy lassen sie zweifeln, ob sie jetzt ein zweites Kind großziehen möchte und kann. Vielleicht ist es besser, die Schwangerschaft abzubrechen. Sie fragt ihre Ärztin. Diese rät ihr zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung. Eine solche Beratung ist anonym und kostenlos und kann sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Sie ist verpflichtend. Bevor sie einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen könnte, sollte sie sich dafür entscheiden. Sie geht gemeinsam mit Theo zu einer Beraterin. Sie bekommen dort auf alle ihre Fragen eine Antwort. Nach 3 Tagen Bedenkzeit entscheidet sich Lisa, die Schwangerschaft abzubrechen. Eine schwere Entscheidung, aber die richtige für sie. Sie hat sie gemeinsam mit ihrem Partner getroffen. Beide können sich gemeinsame Kinder vorstellen, aber nicht jetzt. Und sie haben das Recht, zu entscheiden, ob und wann sie Kinder möchten. Fast die Hälfte der alleinerziehenden Mütter in Deutschland leben in Armut und die Gründe dafür sind vielfältig. Das ist schlechte Bezahlung, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und Arbeitszeiten, die sich einfach nicht mit den Betreuungszeiten der Kinder vereinbaren lassen. Und dann natürlich auch der Kita-Platzmangel. Viele Alleinerziehende sind daher angewiesen auf Sozialleistungen wie das Bürgergeld und Wohngeld und den Kinderzuschlag. Armut ist super stigmatisiert und die Schuld dafür wird meist immer noch den Betroffenen selbst in die Schuhe geschoben. Sie müssen sich rechtfertigen und sich mit unendlich viel Bürokratie herumschlagen, um das Geld zu bekommen, das ihnen eigentlich zusteht. Als hätten sie nicht ohnehin schon genug Stress. Kein Wunder, dass zusätzlich zu vielen anderen Faktoren die Entscheidung für oder gegen ein Kind oft auch mit finanziellen Abwägungen verbunden ist. Ein Schwangerschaftsabbruch ist aber tatsächlich immer noch eine Straftat. Es sei denn, ein Gewaltverbrechen war Grund für die Schwangerschaft oder es besteht eine medizinische Gefahr für die Schwangere. Ebenso ist der Schwangerschaftsabbruch zwar rechtswidrig, aber immerhin straffrei, wenn betroffene Personen folgendes Prozedere durchlaufen. Sie müssen zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung gehen und frühestens 3 Tage nach dieser Beratung darf dann der Abbruch von einer Ärztin oder einem Arzt durchgeführt werden. Gewöhnlich zahlt die Krankenkasse das nicht, weil sie ja nicht für eine Straftat aufkommen muss. Außer die schwangere Person ist von Armut betroffen. Für sie beginnt dann ein schwieriger Weg. Sie muss die Kostenübernahme beantragen und Nachweise über ihre finanzielle Situation, zum Beispiel vom Jobcenter, vorlegen.
Und bei einem so tabuisierten Thema kann das für die betroffene Person äußerst demütigend und anstrengend sein, da sie ohnehin schon in einer sehr heiklen Situation ist. Deswegen müssen Schwangerschaftsabbrüche endlich raus aus dem Strafgesetzbuch und sie müssen wie alle anderen gynäkologischen Leistungen auch von der Kasse übernommen werden. Und Schwangere brauchen natürlich wohnortnahe und freiwillige Beratung und Unterstützung. Sie können selbst entscheiden, ob sie ein Kind bekommen möchten oder nicht. Das gehört zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten.